Du willst eine Astralreise erleben, doch du weißt nicht, wie du die Astralreise am besten induzierst, wie du den Disconnect hinbekommst, dann sieh dir dieses Video zu Ende an. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, beschäftige mich mit dem Thema Bewusstsein, außerkörperliche Erfahrungen, erweiterte Bewusstseinszustände, luzides Träumen und alles, was es damit auf sich hat. Und ich bin durch YouTube zu dem wohl bekanntesten Trainer für Astralreisen geworden. Alleine die Astralreisen Academy hat über 120 Stunden Videomaterial mittlerweile und zeugt einfach davon, dass es viel Wissen und praktische Erfahrung drin ist. Und in diesem Video möchte ich mit dir über die Phase 2, die Induktion einer Astralreise sprechen. Dieses Video ist ein Teil einer dreiteiligen Videoserie. Und ich empfehle dir, falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, also wie du die Astralreise wirklich vorbereitest, perfekt. Also du musst es nicht sehen, aber ich empfehle es dir, um die Erfolgsquote einfach zu steigern. Sieh dir das Video an, was ich dir hier oben verlinkt habe, sozusagen Teil 1 dieser Erfahrung. Dann Teil 1 der Astralreise Induktion, Vorbereitung. Dann wirst du genau wissen, was du tun kannst, um das, was du jetzt indizierst, die Quote einfach maßgeblich zu erhöhen. Ja. Also, in diesem Video geht es ja darum, dass du dich hinlegst und dass du jetzt sagst, ich will eine Astralreise indizieren. Wie machst du das am besten? Also das Erste, was ich dir empfehle, ist mal zur richtigen Zeit schlafen zu gehen. Ja? Unabhängig davon, wie und wann, sondern es geht mal darum, deinen Energiehaushalt aufzubauen. Ja? Deinen Energiehaushalt baust du auf, indem du, das kannst du dir vorstellen, wie so Fluss, dieser Fluss fließt. Und du musst einen Damm hinstellen, damit das Wasser steigt und irgendwann tust du den Fluss runter und dann fließt viel mehr Energie. Und wenn mehr Energie durch den Fluss fließt, Energie heißt Bewusstheit, viel mehr Klarheit, viel mehr du bist da, ja, viel mehr Bewusstheit, Intelligenz, Energie, du bist das. Also im Grunde ist eine Astralreise nichts anderes wie du trittst aus deinem Körper aus und nimmst dein Bewusstsein mit. Das heißt, du brauchst mehr Bewusstheit. Und Bewusstheit baust du auf, indem du einfach früher schlafen gehst. Und unser Körper hat eine, wie soll ich sagen, er spricht mit dir. Also wenn du zum Beispiel zum ersten Mal gehst, sagen wir mal 21:30 Uhr, dann sagt der Körper, hey, ich bin müde, leg dich hin. Ja? Die meisten Menschen ignorieren dieses Gähnen und warten bis Mitternacht, ja, und legen sich dann hin. Das heißt, der Körper hat Serotonin und dieses Serotonin ergähnt und er kann es nicht abbauen. Ja? Also es wird dann immer, also er kann es nicht direkt umwandeln in Melatonin. Das heißt, du hast eine gewisse Bewusstheit und du kannst ihn nicht umwandeln in Melatonin. Das heißt, du produzierst weniger Melatonin schlussendlich, was dazu führt, dass du weniger schläfst, weniger erholt bist und am nächsten Tag weniger Bewusstheit hast. Aber wenn du beim ersten Gähnen sagst, oh, okay, ich gehe jetzt ins Bett, dann wandelst du die komplette Menge, die noch da ist an Serotonin, in Melatonin. Und dadurch hast du natürlich mehr Bewusstheit. Ja? Weil du ja natürlich mehr Serotonin auch hattest. Ja? Und das ist nämlich das Spannende. Das heißt, du schläfst mal ein paar Tage immer ein, wenn du wirklich den ersten Gene hast, legst du dich sofort ins Bett und versuchst einzuschlafen. Und wenn du dann, so sagen wir mal, 5 Tage mal wirklich sehr, sehr frühzeitig ins Bett gegangen bist, dann wirst du merken, wie du im Laufe der nächsten Tage einfach deinen Serotoninspiegel erhöhst. Und irgendwann hast du so viel Bewusstheit am Tag, wenn du dann Astralreise indizierst, dann fällt es dir viel, viel leichter mehr, Bewusstheit mitzuerleben und deine bewusste Astralreise zu erleben. Weil eine Astralreise ist nichts anderes wie, du träumst, aber du bist bewusst. Also du machst den Übergang mit Klarheit. Und das ist eine gute Basisfundament für die Induktion, die ich dir in diesem Video noch mitgeben möchte. So, das heißt, du trainierst früher ins Bett zu gehen und beim ersten Gene einzuschlafen. Ja? Dann sagst du jetzt immer nach einem gewissen Tag, jetzt will ich eine Astralreise indizieren. Dann legst du dich hin und du primest dich vor dem Einschlafen mit folgendem Suggestionssatz. Du legst dich dann hin, schließt deine Augen und loopst in dir, ich erlebe eine Astralreise, ich erlebe eine Astralreise, ich erlebe eine Astralreise.
Und das Tolle ist, oft kommt, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, heute habe ich eine Astralreise und du erlebst keine, dann kommt dein Ego und sagt, na schau, klappt doch nicht. Und das bildet Heuristik und dann klappt es wieder nicht. Aber der Satz, ich erlebe eine Astralreise, umgeht dein Ego-Konzept, dein Ego-System, welches dann anfängt, das zu verneinen und so weiter. Weil es nicht weiß, wann du es erlebst und so weiter. Und wenn du dir die Wahrheit sagst, jeder Moment ist bereits eine Astralreise, auch im physischen Körper bin ich gerade in einer außerkörperlichen Erfahrung, dann erlebst du gerade ein astrales und wenn du jetzt deine Augen zumachst und du verlierst dein Bewusstsein und bist dann in der Traumdimension, bist du in Wirklichkeit ja auch in einer Astralreise. Das heißt, dein Ego kann nicht sagen, das stimmt nicht. Und damit programmierst du eigentlich dein Unterbewusstsein darauf ein, dass du gleich eine Astralreise erlebst. Also eine super Suggestion. Ja? Also du legst dich hin, schließt deine Augen und loopst in dir einfach die ganze Zeit, ich erlebe eine Astralreise, ich erlebe eine Astralreise und so weiter. Und dadurch hörst du auf zu denken, dein Verstand fährt runter, idealerweise machst du vorher noch eine Muskelentspannung und so weiter. Und dann, falls du das letzte Video gesehen hast mit diesen 5 Positionen, fängst du irgendwann an, wenn du merkst, jetzt merkst du, wie dein Bewusstsein immer tiefer fällt, dann merkst du auf so ein Piepsen oder so ein Bub, irgendwas passiert da und du sinkst von der Bewusstseinszustand immer tiefer in eine andere Etage. Und wenn du merkst, okay, jetzt wirst du wirklich müde und du merkst, jetzt kommt das Melatonin und so, dann fängst du an, hörst auf, diesen Loop, ich erlebe eine Astralreise zu machen, sondern gehst dann in die Position, dass du diese 5 Positionen, die du dir im Vorbereitungsvideo angesehen hast, gehst du durch. Du schaust dir das erste an, du gehst zur Position 1, zum Kühlschrank, dann gehst du zur Position 2, zu deinem Kleiderschrank, zur Position 3, stellst dir vor, du schaukelst gerade mit dem Schiff und so weiter und trittst auf deinen Körper aus. Ich mache das immer als 4., 5. Position. Was ich auch oft habe, ist, ich stelle mir vor, ich bin auf einer Skipiste und fahre runter und dann springe ich ab. Es geht viel darum, Gefühle zu erzeugen. Ne? Und dann, nächster Punkt ist dann, du gehst zum Beispiel, du stellst dir vor, du bist im Fitnesscenter und trainierst gerade oder du fährst mit dem Fahrrad und so weiter. Ja? Dann, also du gehst diese Positionen durch. Und dann holst du dir als letzte Position deine Austrittsposition. Also du stellst dir vor, du schaukelst und dann springst du ab. Ja? Und projizierst dich auf die Position, die du im Vorbereitungsvideo trainiert hast. Ja? Das ist mal sehr, sehr wichtig. Falls das Video jetzt länger her ist, wo du es nicht gesehen hast, siehst du dir einfach nochmal an, dann hast du alles nochmal schön aufgefrischt. Ne? Also du springst dann ab auf die Position, wo du dich sehen willst. Falls es nicht geklappt hat, ja, dann überhaupt kein Problem, versuch einfach einzuschlafen, das ist okay. Ja? Du kannst nochmal, wenn du willst, das Priming machen, ich erlebe eine Astralreise und versuchst mit diesem Suggestion einzuschlafen. Dann hast du da mal eine sehr hohe Erfolgsquote, um da direkt eine Astralreise zu erleben. Wenn es nicht klappen sollte, überhaupt kein Problem, stell dir einen Wecker nach 5 Stunden. Ja? Also machst einen Wecker und dieser Wecker weckt dich genau 5 Stunden auf. Ja? Also du schläfst dann einfach 5 Stunden, wirst dann irgendwann munter, stellst den Wecker ab und stehst dann einfach auf. Und du hast dann so zwischen 20 bis 45 Minuten Zeit. Also du bleibst wirklich wach, du bleibst nicht liegen, du meditierst nicht in dieser Zeit, sondern du baust bewusst Serotonin auf. Also du tust Zähne putzen, damit dein Unterbewusstsein sich denkt, na okay, du gehst nicht mehr ins Bett, du gehst in die Arbeit oder so, und du machst vielleicht einen Spaziergang, du schaltest überall das Licht ein, das Serotonin soll sich bilden und so weiter. Ja. Nach zwischen 20 und 45 Minuten, da musst du deinen eigenen Körper rausfinden. Wenn du merkst, okay, 20 Minuten ist jetzt zu wenig, du schläfst viel zu schnell ein, dann bleib länger wach. Wenn du merkst, 45 Minuten danach kannst du nicht mehr einschlafen, dann bleib kürzer wach. Also musst du für dich selbst rausfinden, wo ist gerade dein Melatonin- und Serotoninspiegel. Ja. Dann legst du dich wieder hin und tust Frequenzen rein. Ja. Ich persönlich trainiere immer mit der Cosmic Out of Body. Ja. Ich werde dazu sogar bald eine ganz neue Technologie vorstellen, so ein Bundle mit verschiedenen Cosmic Out of Body Abstufungen, mit Konditionen, die ich darauf trainiere, das Gehirn vorbereiten, in die Astralreise zu gehen, weil ich habe nämlich mich selbst in einer Astralreise am EEG angeschlossen und habe diese ganzen Stufen der Indizierung einer Astralreise inklusive den Zustand der Astralreise
am EEG aufgenommen und mit der neuen Technologie komplett simuliert und habe ein Trainingsprogramm entwickelt für Astralreisen. Falls das fertig ist, dann verlinke ich es dir hier irgendwo rein. Also ich nenne das Cosmic Out of Body Training. Irgendwie sowas wird das ungefähr heißen. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und im Seminar hatten die meisten Teilnehmer damit auch eine Erfahrung. Ne? Also über 90%. Und das spricht für sich selbst. Auf jeden Fall hörst du dann diese Cosmic Out of Body, musst nicht zwingend, aber kannst es als Unterstützung, damit dein Gehirn simuliert wird. Da gibt es auch einen eigenen Videokurs dazu und so weiter. Dann legst du dich hin, hörst die Frequenz und fängst wieder mit deinen Suggestionen an. Ich erlebe eine Astralreise. Ich erlebe eine Astralreise. Bis du merkst, dass dein Bewusstseinszustand jetzt genau auf die Grenze kommt von Melatonin, Serotonin. Das wirst du merken, wo du so da liegst und du merkst so, wow, jetzt werden die Bilder lebhaft und so weiter. Und dann fängst du an, deine Fünferpositionen, also deine Visualisierungen durchzugehen, von einem Ort zum nächsten und so weiter. Was auch gut klappt als Position ist, dass du eine Person vor dir hast und du redest mit dieser Person. Du stellst dir die Person vor, wie sie gerade mit dir redet und das hilft auch sehr stark, dich zu immersieren und dich in diese Ebene zu bringen. Ja. Also du läufst deine Fünferposition durch, ein paar Mal, bis du merkst, boah, jetzt ist das Ganze, jetzt könnte ich einen Austritt probieren. Dann, sehr, sehr spannend, holst du dir, und das ist dann jetzt sehr, sehr wichtig, deinen Vibrationszustand. Das heißt, du stellst dir vor, wie dein ganzer Körper vibriert, hast du ja trainiert. Und wenn dein Körper vibriert und jemand hört die Vibration auf, ja, dann holst du dir die Position, ja, an die du trainiert hast, also sprich auf den Sessel oben auf der Decke und stellst dir vor, dass du, also den Absprung, du schaukelst und springst ab und dann projizierst du dich auf diese Position. Ja? Und damit indizierst du das Ganze sehr, sehr gut. Ja? Ja, und das machst du, wenn es nicht geklappt hat, 5-mal als Durchlauf, wenn das nicht klappen sollte. Ja? Kein Problem. Schlaf einfach ein. Ja? Und dann, wenn es dann nicht klappen sollte, dann sieh dir den dritten Teil an, weil es gibt noch eine dritte Phase, wie du dann nochmal die Erfolgsquote verdreifachst. Ja? Also mit dieser Methode klappt schon mal sehr, sehr gut. Und was du dann tun kannst, falls es dann nicht klappt, wird dann im nächsten Video erklärt. Aber ich fasse es jetzt für dich nochmal kurz zusammen. Du legst dich hin, primest dich auf die Astralreise, fängst an deine 5er-Visualisierung zu machen durch diese 5 Positionen, schläfst 5 Stunden, bleibst dann 20 bis 45 Minuten wach, um deinen Serotonin-Bewusstheitsspiegel aufzubauen, legst dich dann hin, hörst die Frequenzen an, die dein Gehirn sagen, du bist gerade in einer Astralreise. Ganz wichtig ist, wenn du das tust, dass dann dein Körper anfangen wird, ein Jucken, ein Kratzen oder du musst dich dringend umdrehen zu produzieren. Tu das nicht, beweg dich nicht, kratz dich nicht, juck dich nicht, weil der Körper testet, der denkt sich so, oh, durch die Frequenz, du träumst gerade, durch deine Visualisierung, ja, der träumt gerade im Bild, im Gehirn sehe ich Gehirnmuster, die einen Traum gleichen und dann fängt der Körper an, oh, ich muss wohl Melatonin ausschütten, er ist mir zu schnell eingeschlafen und dann fängt der Körper an, eben den Test zu machen, oh, ich will mal schauen, ob das Bewusstsein wach ist und das ist dieses Kratzen, Jucken, Bewegen, unbedingt umdrehen. Wenn du natürlich darauf reagierst, weißt es, oh, stopp, ich schicke noch kein Melatonin, weil er ist ja noch wach. Ja? Und deswegen umgehst du das Ganze, indem du einfach den Trick des Körpers ignorierst. Also du juckst dich nicht, du bewegst dich nicht und der Körper denkt sich, okay, der reagiert nicht, der hat wohl das Bewusstsein verloren, dann schütte ich das Melatonin aus. Und du hältst dich dann wach. Mit den Suggestionen, mit den Visualisierungen hältst du dich wach. Ja? Du kannst auch Suggestionen geben, ich bin wach, ich lebe jetzt eine Astralreise oder ich erlebe eine Astralreise und mein Geist ist wach. Zum Beispiel. Ja? Und dann kommt das Melatonin, zack, und plötzlich bist du in der Astralreise. Oder du merkst, wie das Melatonin kommt und du fängst in die Schlafparalyse an, hineinzukommen. Ja. Nächstes ist dann sozusagen, du startest dann mit den, also du legst dich hin, tust den Kopfhörer rauf,
fängst mit Suggestionen an, dann gehst du diese Fünferposition durch und dann indizierst du die Vibration. Damit sagst du, ich will jetzt in den Astralkörper wechseln. Hast du alles im Vorbereitungsvideo gelernt, im anderen Teil. Und dann trainierst du den Schaukel und visualisierst dann nach deiner 5er Rotation deine Schaukel und machst den Absprung und positionierst dich mit Visualisierung auf die Position, wo du dann oben auf der Decke bist. Ja, ja, das ist es. Falls du sagst, du willst das wirklich lernen, ja, du willst wirklich in die Tiefe gehen von Astralreisen, dann schau einfach in der Astralreisen Academy vorbei. Wir machen dort sehr, sehr intensives Training und begleiten dich und versprechen dir, dass du es danach auch kannst, beziehungsweise eine Astralreise erleben kannst. Vor allem immer und jederzeit. Auch wenn du gut bist im Wachzustand. Ja. Gut, wie gesagt, das ist so die Technik. Im letzten Video hast du ja die Vorbereitung gelernt, in diesem Video die Induktion. Wie induzierst du das am besten und am einfachsten? Und wie gesagt, wenn das nicht klappen sollte, dann schau dir Teil 3 an, weil das ist das, was ich dann mache, um dort die Erfolgsquote nochmal maßgeblich zu steigern mit vielen Tipps. Ja, und dort, wo auch die höchste Erfolgsquote für Astralreisen ist. Also, vielen Dank nochmal für alle Likes, für alle Kommentare, für das Teilen dieser Videos und wir sehen uns dann im dritten Teil dieser Serie.